Lektion 1: Wetterwunder. Endlich beruhigt sich die Lage langsam. Ja, der Regen lässt nach. Hoffentlich bleibt das so. Ich auch. Ich hatte schon das Gefühl, wir würden davontreiben. Das wäre ein richtiges Abenteuer, die Straße entlang zu schwimmen. Ich glaube allerdings nicht, dass ich ein Rettungsfloß eingepackt habe. Vielleicht sollten wir immer einen dabei haben, nur für alle Fälle. Auf jeden Fall. Ein Rettungsfloß und ein paar Schwimmflügel. Perfekte Kombination. Ich kann mir vorstellen, dass wir in leuchtenden Farben herumlaufen. Ein wahrhaft modisches Duo, das sich durch die Fluten kämpft. Wir wären mit Sicherheit Startgespräch. Hast du die beiden Abenteurer gesehen? Verf- Sie waren bereit, den Regentag zu bezwingen. Wo wir gerade von Eroberungen sprechen, hast du schon Pläne für den Abend? Ich freue mich darauf, es mir mit einem guten Buch und heißer Schokolade gemütlich zu machen. Das klingt wunderbar. Welches Buch liest du gerade? Ich tauche gerade in einen historischen Roman ein. Geschichte im Sturm? Du bist eine mutige Seele. Geschichte ist immer spannend, bei jedem Wetter. Stimmt. Vielleicht schließe ich mich dir zum Lesen an. Je mehr, desto besser. Wir können eine gemütliche Lesestunde veranstalten. Und falls es wieder regnet, haben wir unsere Schwimmreifen bereit. Ja, wir sind immer auf alles vorbereitet, was auf uns zukommt. Hier ist Ruhe nach dem Sturm und Abenteuer beim Lesen. Lektion 2: Halloween-Spaß. Seht euch diese Kindergruppe an. Sie halten ihre Taschen hoch und rufen Süßes oder Saures. Ist das nicht herrlich? Sie sind zu begeistert. Ich habe Süßigkeiten in ihre Tüten gesteckt und alle haben vor Begeisterung gejubelt. Ich liebe es, wie ihre Gesichter aufleuchten, wenn sie Süßigkeiten bekommen. Genau, es weckt so schöne Kindheitserinnerungen. Hast du dich als Kind an Halloween verkleidet? Oh ja, ich war mal ein Jahr lang ein Geist. Und du? Ich habe mich als Hexe verkleidet. Ich habe das Kostüm und den Schabernack geliebt. Klassische Wahl. Warst du mit Freunden Süßigkeiten sammeln? Wir wir rannten lachend und schreiend von Haus zu Haus. Und das Schönste war der Nervenkitzel, am Ende all die Süßigkeiten zu zählen. In der Tat, wir tauschten unsere Favoriten aus und machten Tauschgeschäfte. Das waren noch Zeiten. Hast du eine Lieblingssüßigkeit? Ich habe Schokoriegel schon immer geliebt. Sie waren der absolute Höhepunkt. Eine kluge Wahl. Ich war selbst ein Fan von Gummibärchen. Die sehen ja lecker aus. Könnten wir welche für die Party kaufen? Aber sicher, wir stellen gerne eine Süßigkeitenauswahl für jeden zusammen. Ich kann es kaum erwarten, die Reaktionen der Kinder zu sehen. Das wird so viel Spaß machen. Wir sollten auch unseren Süßigkeit endlich dekorieren. Folge dir. Wir können noch ein paar gruselige Dekorationen hinzufügen. Ja, mit ein bisschen Kreativität wird es noch spannender.
Halloween ist die perfekte Zeit, um Freude und Süße zu verbreiten. Auf eine Nacht voller Leckereien und Lachen. Lektion 3: Der Weg zum Fortschritt. Ich glaube, Bildung und Ausbildung sind für die Entwicklung von entscheidender Bedeutung. Beruf. Sie sind die Grundlage für echten Wandel. Manche argumentieren, dass die gleiche industrielle Revolution auch in Entwicklungsländern stattfinden kann. Das ist eine interessante Sichtweise. Ist möglich. Ja, aber nur mit den richtigen Investitionen in Bildung. Ich stimme zu. Wissen ist Macht bei der Transformation von Volkswirtschaften. Welche Trainingsarten halten Sie für am effektivsten? Technische Fähigkeiten sind unerlässlich, insbesondere in aufstrebenden Branchen. Genau. Viele Länder benötigen Fachkräfte im Technologie- und Ingenieurwesen. Und der Zugang zu Ressourcen kann die Bildung erheblich verbessern. Ja, die Bereitstellung von Werkzeugen und Materialien kann einen großen Unterschied machen. Darüber hinaus ist die Förderung von Innovationen der Schlüssel zum Fortschritt. Wie können wir Ihrer Meinung nach junge Menschen dazu ermutigen, eine Karriere in diesen Bereichen anzustreben? Durch die Schaffung von Mentoring-Programmen, die sie mit Branchenführern in Kontakt bringen. Das ist eine geniale Idee. Erfahrungen aus der realen Welt können zukünftige Generationen inspirieren. Ja, und es ist unerlässlich, das Bewusstsein für diese Möglichkeiten zu schärfen. Was können Gemeinden sonst noch tun, um diese Bewegung zu unterstützen? Die Organisation von Workshops und Schulungen kann Einzelpersonen stärken. Absolut. Praktisches Wissen kann zur Selbstständigkeit führen. Darüber hinaus ist die Zusammenarbeit zwischen Schulen und Unternehmen unerlässlich. Kooperationen können zu Praktika und praktischen Lernerfahrungen führen. Klar, es bereitet die Studierenden effektiv auf das Berufsleben vor. Das klingt, als hätten wir einen Plan, um Veränderungen voranzutreiben. In der Tat, Bildung ist der Schlüssel zu einer besseren Zukunft. Auf die Stärkung von Gemeinschaften durch Wissen. Lektion 4: Bereit fürs Abenteuer sein. Ich liebe es, in lokalen Sportgeschäften Fahrräder und Ausrüstung anzusehen. Das stimmt. Sie haben eine riesige Auswahl. Es ist gut zu wissen, dass es für jeden Optionen gibt. Absolut. Ist es schwierig, das richtige Fahrrad auszuwählen. Das kann eine Herausforderung sein, vor allem angesichts der vielen verfügbaren Stile. Welche Typen haben Sie in Betracht gezogen? Für Trails tendiere ich eher zu einem Mountainbike. Das klingt aufregend. Hast du vor, bestimmte Wanderwege zu befahren? Ich habe ein paar Sehenswürdigkeiten in der Gegend im Auge. Die Aussicht ist atemberaubend. Das kann ich mir vorstellen. Und wie sieht es mit der Fahrradwartung aus? Es ist wichtig, dies regelmäßig zu beachten, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Guter Punkt. Welche Ausrüstung halten Sie für unerlässlich? Ein guter Helm ist für die Sicherheit unerlässlich. Und vielleicht ein paar Lichter für bessere Sichtbarkeit bei abendlichen Fahrten. Genau, Sicherheit sollte immer an erster Stelle stehen. Haben Sie schon einmal längere Strecken mit dem Fahrrad zurückgelegt? Ich habe es erlebt und es ist gleichermaßen bereichernd wie anstrengend.
Das kann ich verstehen. Was gefällt dir daran am besten? Das Gefühl von Freiheit und die frische Luft sind unübertroffen. Das klingt ja belebend. Ich würde dich gerne mal auf einer Fahrt begleiten. Das wäre super. In Gesellschaft macht es immer mehr Spaß. Wir können gemeinsam neue Wege beschreiten und verborgene Schätze entdecken. Ganz genau. Auf zukünftige Radabenteuer und tolle Erinnerungen. Lektion 5: Erkundung des Hochlands. Es ist erstaunlich, wie friedlich die Hochlandgebiete sind. Da stimme ich zu. Sie sind so friedlich im Vergleich zu den geschäftigen Städten. Und auch die Inseln vor der Küste Schottlands sind wunderschön. Ja, sie tragen zum Charme bei. Haben Sie schon einmal einen davon besucht? Ich habe einige erkundet und jede hat ihren ganz eigenen Charakter. Das klingt wunderbar. Was hat Sie am meisten beeindruckt? Die Naturlandschaften waren atemberaubend, insbesondere die Seen. Die Seen haben so tiefe, satte Farben. Sie sind faszinierend. Genau. Ich könnte den ganzen Tag an einem See sitzen und einfach entspannen. Das ist eine perfekte Möglichkeit, wieder mit der Natur in Verbindung zu treten. Wussten Sie, dass diese Gebiete nicht so dicht besiedelt sind? Es ermöglicht ein Gefühl der Einsamkeit und Ruhe. Es ist eine willkommene Abwechslung vom Chaos des Alltags. Beruf. Welche Aktivitäten haben Ihnen dort gefallen? Wandern war meine Lieblingsbeschäftigung. Die Wanderwege bieten atemberaubende Ausblicke. Wandern im Hochland muss ein berauschendes Erlebnis sein. Das stimmt wirklich. Jeder Gipfel offenbart eine neue, atemberaubende Landschaft. Ich kann dir die Fotomotive nur vorstellen. Ich habe viele Fotos gemacht. Jedes Foto erzählt eine Geschichte. Ich würde sie so gerne sehen. Naturfotografie ist faszinierend. Ich werde sie mit Ihnen teilen. Sie würden die Schönheit zu schätzen wissen. Vielen Dank. Die Erkundung des Hochlands klingt wie ein Traum. Nächstes Mal möchte ich dich mitnehmen. Das wäre ein unvergessliches Abenteuer. Auf zukünftige Entdeckungsreisen und gemeinsame Erinnerungen. Lektion 6: Sportentwicklung. Es ist faszinierend zu sehen, wie die Menschen heutzutage Sport genießen. In der Tat. Aber haben Sie schon einmal gehört, dass die Teilnahme an Sport einst als Beleidigung des menschlichen Auges galt? Echt? Das wusste ich ja gar nicht. Das klingt aber ziemlich heftig. Ja, in früheren Zeiten galt es als unnatürlich und leichtfertig. Wie interessant. Es ist erstaunlich, wie sich Meinungen im Laufe der Jahre ändern können. Beruf. Wir haben seitdem einen langen Weg zurückgelegt. Heute werden Sportarten von Millionen Menschen auf der ganzen Welt gefeiert und genossen. Ja, manche Menschen widmen sogar ihr ganzes Leben einer sportlichen Karriere. Stellen Sie sich vor, Sie würden antiken Philosophen sagen, dass die heutigen Athleten Superstars sind. Sie wären vermutlich erstaunt über das Maß an Respekt, das dem Sport heute entgegengebracht wird. Und die Fortschritte in Ausbildung und Technologie. Es ist unglaublich.
Moderne Athleten haben Zugang zu Ressourcen, die früher unvorstellbar waren. Das stimmt. Ernährung, Trainingsmethoden und Analysen spielen heutzutage eine riesige Rolle. Darüber hinaus fördern Sportarten Teamwork, Disziplin und sogar die Gesundheit. Genau. Sie fördern ein Gemeinschaftsgefühl und Kameradschaft. Ich frage mich, was zukünftige Generationen über den Sport in unserer Zeit denken werden. Vielleicht werden Sie es als ein goldenes Zeitalter des Sports und der Unterhaltung betrachten. Ich hoffe es. Sport hat eine bemerkenswerte Fähigkeit, zu inspirieren und zu motivieren. Ja, ganz bestimmt. Sie bringen Menschen unabhängig von ihrer Herkunft zusammen. Das ist das Schöne am Sport. Er überwindet alle Grenzen. Ein Hoch auf die unglaubliche Reise des Sports durch die Jahrhunderte. Lektion 7: Kluges Ausgeben. Ich nutze lieber meine Kreditkarte, um Punkte zu sammeln. Das ist eine kluge Wahl. Punkte können sich schnell summieren, nicht wahr? Absolut. Ich liebe es, sie gegen Prämien einzulösen. Welche Art von Belohnung bevorzugen Sie normalerweise? Ich wähle oft Reisemeilen, da ich es genieße, neue Orte zu entdecken. Mit Punkten zu reisen klingt fantastisch. Das muss ich unbedingt ausprobieren. Das solltest du. Außerdem bietet die Verwendung einer Kreditkarte Käuferschutz. Das ist ein bedeutender Vorteil. Welche Art von Schutz bietet es? Sollte ein Kauf beschädigt sein oder nicht geliefert werden, können Sie bei der Lösung des Problems helfen. Wie beruhigend. Das macht das Einkaufen viel weniger stressig. Genau. Ich fühle mich sicherer bei größeren Anschaffungen. Da stimme ich zu. Es ist klug, diese zusätzliche Sicherheitsthemen einzubauen. Nutzen Sie eher Bargeld oder Kreditkarte? Ich nutze hauptsächlich meine Debitkarte, überlege aber, auf Kreditkarte umzusteigen. Das kann von Vorteil sein, insbesondere wenn Sie verantwortungsbewusst mit Zahlungen umgehen. Darf, ich müsste meine Ausgaben genau im Auge behalten. Das ist der Schlüssel. Budgetplanung hilft, Schulden zu vermeiden und gleichzeitig Belohnungen zu erhalten. Ich danke Ihnen für den Rat. Das klingt nach einer lohnenswerten Strategie. Das stimmt wirklich. Lasst uns beide versuchen, unsere Ausgaben zu maximieren. Auf kluge Finanzentscheidungen. Darauf ein Hoch. Mögen unsere Belohnungen unendlich wachsen. Lektion 8: Achtsamkeit annehmen. Ich habe in letzter Zeit viel über Achtsamkeit nachgedacht. Das ist ein faszinierendes Thema. Wie sind Sie darauf gekommen? Ich habe gelesen, dass man Stress reduzieren kann, indem man sich auf die Gegenwart konzentriert. Hilf. Denken Sie beispielsweise beim Abwaschen an nichts anderes. Ja, konzentriere dich einfach auf das warme Wasser und die Schrubbbewegung. Ja, es kann eine alltägliche Aufgabe in ein friedvolles Erlebnis verwandeln. Ich nehme an, es ist eine Möglichkeit, alltägliche Aufgaben angenehmer zu gestalten. Ja, es erlaubt uns, die kleinen Dinge im Leben zu schätzen. Ich merke oft, dass meine Gedanken bei Tätigkeiten wie dem Wäschewaschen abschweifen.
Mir geht es genauso. Man verliert leicht die Konzentration. Was denkst du, lenkt uns so oft ab? Ich glaube, es liegt an unserem geschäftigen Alltag und den ständigen Benachrichtigungen. Das leuchtet ein. Wir werden ständig mit Informationen überflutet. Vielleicht sollten wir uns selbst herausfordern, präsenter zu sein. Da stimme ich zu. Vielleicht können wir uns jede Woche Zeit für Achtsamkeitsübungen nehmen. Das klingt nach einer tollen Idee. Es könnte Spaß machen, das gemeinsam zu erkunden. Tja, wir haben zwar unterschiedliche Interessen, aber wir können trotzdem gemeinsam Neues entdecken. Genau. Es geht darum, das Erlebnis zu genießen, egal bei welcher Aktivität. Außerdem wird uns das Erlernen von Achtsamkeit in vielen Lebensbereichen zugutekommen. Ich freue mich auf unsere Achtsamkeitsreise. Lasst uns jeden Augenblick genießen, so wie er kommt. Ja, lasst uns den Augenblick genießen, Gericht für Gericht. Lektion 9: Lehren der Geschichte. Die Lehren des 20. Jahrhunderts haben die Menschen daran erinnert, dass Kriege schreckliche Folgen haben können. Zuruf. Die durch Konflikte verursachten Verwüstungen sind erschütternd. Es ist unerlässlich, aus diesen Erfahrungen zu lernen, um künftige Kriege zu verhindern. Ja, das Verständnis der Geschichte kann uns zum Frieden führen. Haben Sie von konkreten Ereignissen gelesen, die diese Lehren verdeutlichen? Die Berichte über den Zweiten Weltkrieg haben mich besonders beeindruckt. Das Ausmaß der Zerstörung war unvorstellbar und betraf Millionen von Menschen. In der Tat, es dient als deutliche Mahnung an die Kosten von Konflikten. Es ist tragisch, wie oft sich die Geschichte wiederholt. Da die Menschen vergessen oft die gelernten Lektionen. Wir müssen diese Geschichten am Leben erhalten, um zukünftige Generationen aufzuklären. Da stimme ich vollkommen zu. Dokumentarfilme und Bücher können sehr aufschlussreich sein. Wie sieht es mit Diskussionen in den Schulen aus? Sollte man sich dort stärker darauf konzentrieren? Sylvuf, es ist entscheidend, die Schüler für diese Themen zu begeistern. Es fördert kritisches Denken und Bewusstsein. Außerdem fördert es das Mitgefühl für die vom Krieg Betroffenen. Mir gefällt, wie das Erlernen der Geschichte zu einer mitfühlenderen Welt beitragen kann. Es ist wichtig, Frieden und Verständigung zu fördern. Wir sollten es uns alle zur Aufgabe machen, diese Erkenntnisse weiterzugeben. Das stimmt. Jeder noch so kleine Beitrag zählt und kann etwas bewirken. Lasst uns aus der Vergangenheit lernen, um eine bessere Zukunft zu gestalten. Lektion 10: Floridas Vögel entdecken. Ich habe gelesen, dass Florida die Heimat vieler faszinierender Vögel ist. Taf, die typischen Vögel Floridas sind wirklich bemerkenswert. Haben Sie schon einmal ein Purpurhuhn gesehen? Nein, habe ich nicht. Wie sehen Sie auch? Sie haben ein leuchtendes Gefieder mit auffälligen Farben. Das klingt wunderschön. Welche anderen Vögel können wir hier finden? Da gibt es die Jörmingier. Man sieht sie oft in der Nähe von Gewässern. Das ist mir nicht bekannt. Was macht es so besonders?
Sie haben lange Beine und bewegen sich sehr anmutig. Ich kann es kaum erwarten, einen zu sehen. Und wie sieht es mit dem Limpken aus? Der Limpkin ist bekannt für seinen unverwechselbaren Ruf und seinen langen, gebogenen Hals. Ich würde diesen Anruf sehr gerne hören. Und vergesst die Flamingos nicht. Sie sind einfach Kult. Ihre rosa Federn sind atemberaubend. Genau. Wusstest du, dass sie ihre Farbe durch die Nahrung erhalten, die sie zu sich nehmen? Das ist faszinierend. Ich habe mich immer gefragt, wie sie so rosa geworden sind. Es gibt auch rosa Pelikane, die ebenso schön sind. Tiffe, die müssen ja interessante Schnäbel haben. Ja, ihre einzigartige Form hilft ihnen bei der Nahrungssuche in den Feuchtgebieten. Ich hoffe, wir sehen heute eine Vielzahl dieser Vögel. Ich auch. Lasst uns unsere Fernleser bereithalten. Auf einen wunderschönen Tag der Vogelbeobachtung in Florida. Darauf ein Hoch. Mögen wir viele unglaubliche Arten entdecken. Lektion 11: Navigationsabenteuer. Ich erinnere mich daran, mich vor kurzem in der Stadt verlaufen zu haben. Pfiffi, was ist passiert? Ich dachte, ich könnte mich auch ohne Blick auf die Karte zurechtfinden. Das klingt riskant. Wohin wolltest du denn? Ich wollte ein berühmtes Museum erreichen, aber ich habe die Tür verpasst. Oh nein, was hast du getan? Ich habe schnell auf der Karte nachgesehen und stattdessen das nächstgelegene Café gefunden. Das ist ein cleverer Ausweichplan. Hat es Ihnen dort gefallen? Ja, der Kaffee war köstlich und ich habe einige nette Einheimische kennengelernt. Manchmal führen Umwege zu unerwarteten Abenteuern. Genau, es war letztendlich eine sehr angenehme Erfahrung. Haben Sie irgendwelche Tipps zum Navigieren an neuen Orten gelernt? Man sollte immer eine Karten-App griffbereit haben. Sie hat mir an dem Tag den Tag gerettet. Guter Tipp. Ich würde außerdem empfehlen, Einheimische nach dem Weg zu fragen. Ja, sie haben oft die besten Tipps zu Abkürzungen. Ich habe mich einmal auf einem Markt verirrt und dabei so manche verborgene Perle entdeckt. Das klingt ja wunderbar. Was hast du denn herausgefunden? Einzigartige handgefertigte Artikel und köstliches Streetfood. Lecker. Essen macht Entdeckungen immer schöner. Besuch. Essen ist das Herzstück jeder Kultur. Wann immer ich verreise, achte ich darauf, auch abseits der bekannten Sehenswürdigkeiten zu stöbern. Das ist die richtige Einstellung. Es geht um den Weg, nicht nur um das Ziel. Auf weitere Abenteuer und vielleicht auch ein paar Missgeschicke. Lektion 12: Kochabenteuer. Ich glaube, wir brauchen ein paar frische Zutaten zum Kochen. Ja, und Papierhandtücher auch. Die sind für jede Küchenarbeit unverzichtbar. Absolut. Sie erleichtern die Reinigung ungemein. Silver, lass uns morgen zusammen zum Markt gehen. Ich freue mich darauf. Haben Sie eine Liste mit den benötigten Dingen? Ja, unbedingt. Wir brauchen Gemüse, Gewürze und auch ein paar Snacks.
Snacks sind ein Muss. Kochen kann ein langwieriger Prozess sein. Glaub, es ist wichtig, unsere Energie aufrechtzuerhalten. Was wollen wir eigentlich kochen? Ich dachte, wir könnten ein leckeres Pfannengericht zubereiten. Das klingt fantastisch. Welche Art von Protein sollten wir verwenden? Vielleicht Hähnchen oder Tofu. Beides sind hervorragende Optionen. Ich tendiere zu Hähnchen. Es gibt dem Wokgericht mehr Geschmack. Gute Wahl. Und wir können viele bunte Gemüsesorten hinzufügen. Ja, je größer die Vielfalt, desto besser schmeckt es. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie es ausgeht. Ich auch nicht. Gemeinsam kochen macht so viel Spaß. Das stimmt wirklich. Wir sind ein tolles Team in der Küche. Auf ein erfolgreiches Kochabenteuer morgen. Darauf ein Hoch. Lasst uns etwas Leckeres kreieren. Ich freue mich. Lasst uns unser Essen zu einem großartigen Erlebnis machen. Lektion 13. Einen Kurzurlaub planen. Ich freue mich schon sehr auf unseren Wochenendausflug. Tja, wir müssen unsere Unterkünfte noch endgültig buchen. Soll ich das Hotel direkt anrufen oder deren Website nutzen? Beides ist möglich, aber online zu buchen ist oft bequemer. Das leuchtet ein. Ich schätze es sehr, Preise schnell vergleichen zu können. Ja, außerdem findet man oft exklusive Online-Angebote. Sollte ich vor der Buchung nach einem Rabattcode suchen? Das ist eine clevere Idee. Das könnte uns Geld sparen. Ich liebe Schnäppchen. Buchen Sie gerne online. Ja, das tue ich. Ich finde es unkompliziert und kann in meinem eigenen Tempo planen. Wie sieht es mit den Stornierungsbedingungen aus? Sollten wir uns das genauer ansehen? Auf jeden Fall. Es ist wichtig, unsere Optionen zu kennen, falls sich die Pläne ändern. Ich werde das Kleingedruckte auf jeden Fall durchlesen, bevor ich die endgültige Entscheidung treffe. Gute Wahl. Und vergessen Sie nicht, die Ausstattung zu bestätigen. Genau. Es ist immer gut zu wissen, was einen erwartet. Ja, ich genieße den Zugang zu einem Pool oder Frühstücksmöglichkeiten. Diese Annehmlichkeiten können unseren Aufenthalt deutlich angenehmer gestalten. Sülluf, auf einen reibungslosen und angenehmen Urlaub. Darauf ein Prost. Lasst uns alles für eine fantastische Reise organisieren. Lektion 14. Sich in London zurechtfinden. Ich habe die Stadt erkundet und muss sagen, dass die Londoner U-Bahn das einfachste Fortbewegungsmittel ist. Da stimme ich vollkommen zu. Es ist effizient und sehr praktisch. Haben Sie schon einmal interessante Erlebnisse in der U-Bahn gehabt? Oh ja, absolut. Ich stand einmal neben einem Mann, der ein komplettes Kostüm trug. Echt? Was war das für ein Kostüm? Er war als riesige Banane verkleidet. Das hat mir den Tag definitiv verschönert. Das klingt ja wohl komisch. Ich hoffe, er hat viele Lächeln geerntet. Er hat es getan.
Die Leute lachten und machten Fotos. Die U-Bahn kann manchmal recht unterhaltsam sein. Darf und die Karten sind leicht lesbar. Das macht die Navigation einfach. Stimmt. Hast du eine Lieblingslinie der U-Bahn? Ich schätze die Zentrallinie wegen ihrer guten Anbindung an die wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Ich bevorzuge die Jubilälinie. Sie ist so modern und elegant. Beides sind hervorragende Optionen. Welcher halt gefällt Ihnen am besten? Ich würde Westminster sagen. Der Blick auf das Parlament ist atemberaubend. Da stimme ich zu. Das ist ein absolutes Muss für jeden Besucher. Planen Sie, demnächst wieder mit der U-Bahn zu fahren? Ja, ich habe noch so viele Orte zu entdecken. London hat so viel zu bieten. Lasst uns eine Liste der Orte erstellen, die wir als nächstes besuchen möchten. Großartige Idee. Ich kann es kaum erwarten, mehr von dieser pulsierenden Stadt zu entdecken. Auf weitere U-Bahn-Abenteuer und unvergessliche Momente. Lektion 15. Gesunde Ernährungsgewohnheiten. Ich stimme vollkommen zu, dass eine gesunde Ernährung von entscheidender Bedeutung ist. Werf, es macht einen deutlichen Unterschied für unser Befinden. Was gehört für Sie üblicherweise zu einer gesunden Ernährung? Ich bevorzuge Obst und Gemüse. Sie sind so wichtig. Absolut. Sie liefern essentielle Vitamine und Mineralstoffe. Ich mag auch Vollkornprodukte wie braunen Reis und Quinoa. Vollkornprodukte sind fantastisch. Sie halten länger satt. Ja, und wie sieht es mit Proteinen aus? Was bevorzugen Sie? Ich esse normalerweise mageres Fleisch, aber ich liebe auch pflanzliche Proteine. Das ist großartig. Bohnen und Linsen sind eine ausgezeichnete Wahl. Ja, sie stecken voller Nährstoffe und sind sehr vielseitig. Haben Sie schon einmal versucht, Nüsse und Samen in Ihre Ernährung einzubauen? Ja, unbedingt. Sie sind eine leckere und gesunde Snackoption. Außerdem liefern sie gesunde Fette. Und wie sieht es mit Milchprodukten aus? Ich bevorzuge fettarme Varianten, greife aber manchmal zur Mandelmilch. Das ist eine gute Alternative. Es schmeckt auch sehr gut. Und wie sieht es mit der Flüssigkeitszufuhr aus? Wie stellen Sie sicher, dass Sie genug Wasser trinken? Ich habe immer eine Wasserflasche dabei. Das hilft ungemein. Kluger Schachzug. Ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist für die allgemeine Gesundheit unerlässlich. Auf jeden Fall. Ich trinke auch gerne Kräutertees, um Abwechslung zu haben. Die sind ja wohltuend. Klingt, als hättest du eine ausgewogene Ernährung. Vielen Dank. Es erfordert zwar Mühe, aber es lohnt sich. Auf viele weitere gemeinsame gesunde Mahlzeiten. Lektion 16. Eiserkennung meistern. Haben Sie sich schon über die Visabestimmungen für unsere Reise informiert? Ja, ich habe nachgesehen. Ich muss ein Visum beantragen. Das ist gut zu wissen. Welche Art von Visum benötigen Sie? Ich benötige ein Touristenvisum für die Dauer unseres Aufenthalts. Wie lange dauert der Bewerbungsprozess üblicherweise?
Ich glaube, es dauert etwa 2 bis 3 Wochen. Das ist gar nicht so schlecht. Haben Sie alle notwendigen Dokumente bereit? Ich habe die meisten davon, aber ich muss noch ein paar weitere besorgen. Was benötigen Sie, um den Antrag auszufüllen? Ich benötige einen Nachweis über die Unterkunft und eine Bestätigung des Rückflugs. A. Haben Sie Ihre Unterkunft schon gebucht? Mach nicht. Ich möchte das Visum erst abschließen, bevor ich irgendwelche Reservierungen vornehme. Das klingt logisch. Was benötigen Sie sonst noch? Ich muss außerdem die Reiseversicherungsunterlagen vorlegen. Gute Idee. Es ist immer ratsam, auf Reisen eine Versicherung abzuschließen. Ja, es gibt mir ein beruhigendes Gefühl für den Fall, dass unvorhergesehene Ereignisse eintreten. Haben Sie die mit dem Visum verbundenen Gebühren geprüft? Da habe ich. Es ist zwar etwas teuer, aber das Abenteuer lohnt sich. Absolut. Wir müssen sicherstellen, dass vor unserer Reise alles in Ordnung ist. Ich stimme zu. Vielleicht können wir am Wochenende alles gemeinsam durchgehen. Das klingt nach einem Plan. Lasst uns diese Checkliste effizient abarbeiten. Gemeinsam werden wir unsere Reiseträume verwirklichen. Auf spannende Abenteuer und eine reibungslose Fahrt.